Willkommen zum Podcast Historie der Frequenzmodulation. Wir haben ja schon einen Podcast gemacht, Frequenzmodulation anschaulich erklärt. Hier seht ihr noch den Aufbau, ein digitales Speicheroszilloskop, ein Funktionsgenerator, ein kleiner Spektrumanalyzer und ein Messgerät für entsprechende Parametermessungen. Die Messungen sind alle in dem Podcast beschrieben. Dann haben wir einen Podcast gemacht über den DSR 107, ein UKW-Minisender, den man mit CE-Zeichen, den man ans Smartphone anstecken kann. Da könnt ihr mit UKW experimentieren. Und wir haben zur Abschränkung den Mini-Sender HDR 808, der kein CE-Zeichen hat, ebenfalls in einem Podcast beschrieben. Aber heute geht es um die Historie der Frequenzmodulation. Der Cornelius Ehret hat ja schon 1902 in den USA ein Patent eingereicht. Er hat es beschrieben mit Art of Transmitting Intelligence, man könnte es frei übersetzen, die Kunst der Nachrichtenübertragung. Viel Spaß beim Podcast. Ja, kommen wir also zur Historie der Frequenzmodulation. Zunächst einmal die technischen Erfindungen, die Rundfunk erst ermöglichten. Da war zunächst Maxwell, der hat die Maxwell'schen Gleichungen veröffentlicht, 1864, in denen die Verkopplung und Verknüpfung von elektrischen und magnetischen Feldern gezeigt wurde. Wir sehen hier die Formeln auf den T-Shirts aufgedruckt. Und aus diesen Formeln ging hervor, dass es so etwas wie elektromagnetische Wellen geben muss, die jetzt sich im Vakuum und in der Luft natürlich auch ausbreiten. Hertz hat dann den Nachweis elektromagnetischer Wellen 1887, 1888 gebracht. Er hat in seiner eine Versuchsanordnung gemacht, in der jetzt in einer Kugelfunkenstrecke ein Funken überspringt und jetzt in seiner Anordnung der Antennenkapazität und Induktivität eine Schwingung auftritt, und die hat er dann mit seinem Empfänger, das war also ein gebogener Dipol, wenn man so will, auch wieder mit einer Kugelfunkenstrecke mit ganz engem Abstand, und da ist dann auch ein Funken übergesprungen. Also er hat daraus geschlossen, dass zwischen seinem Sender in Anführungszeichen und seinem Empfänger musste etwas übertragen worden sein, und das war der Nachweis der elektromagnetischen Wellen. Marconi hat dann als erster Morse-Code-Signal mittels elektromagnetischer Wellen 1894, 1895 übertragen. Er hat es auch mit Kugelfunkenstrecke und Überschlägen gemacht als Demodulator. Auf der Empfangsseite hat er den Coherer entwickelt. Aber diese Anordnung erzeugt gedämpfte Schwingungen. Nach jedem Überschlag gibt es eine kurze Schwingung, und dann muss ein neuer Überschlag erfolgen und wieder eine gedämpfte Schwingung erzeugen. Das hat schon Hertz dadurch gelöst, dass er einen Wagnerschen Hammer genommen hat und eine Hochspannungswicklung auf einen Übertrager, und dadurch konnte er fortwährend Hochspannungsüberschläge erzeugen. Aber wie gesagt, gedämpfte Wellen, und Marconi hat nur Morse-Code übertragen können. Ja, wie kann man die zu übertragende Information denn hoch
Frequenzschwingungen des Senders aufprägen. Wir haben hier am Beispiel hier einen Sinuston, den wir übertragen wollen. Man kann das jetzt machen, indem man die Trägerwelle, die ja wesentlich höher sein muss als die zu übertragende Frequenz jetzt im Audiobereich, in der Amplitude verändert oder aber in der Frequenz. Gut, das wissen wir heute, das musste natürlich erst damals alles erfunden und entwickelt werden. Aber schon 1902 hat Cornelius de Eret ein Patent eingereicht. Das ist dann auch patentiert worden 1905. Er hat sich jetzt vorgestellt, dass er jetzt einen Wechselstromgenerator nimmt für die Telegrafie, um die es uns eigentlich jetzt hier nicht geht, uns geht es um Telefonie, hat er vorgeschlagen, also 110 Volt, das war die Netzspannung damals, und 133 Hertz Frequenz. Für die Telefonie hat er sich vorgestellt, dass das 1500 Hertz liefern müsste, der Wechselstromgenerator. Also er hatte schon gewusst, dass man jetzt für Audioübertragung höhere Frequenzen braucht. Natürlich 1500 Hertz reichen nicht aus und er hat sich Folgendes ausgedacht, ein Übertrager, wo jetzt auf der Sekundarseite mit höherer Windungszahl eine höhere Spannung erzeugt wird. Und hier ist wieder die Kugelfunkenstrecke, die ja die Eigenschaft hat, dass abhängig vom Abstand ab einer bestimmten Spannung dann ein Überschlag stattfindet. Ein Kondensator und hier die Primärwicklung eines weiteren Übertragers und eine kleine Serieninduktivität. Diese Sekundärwicklung ist ja von der Induktivität sehr viel höher und man kann sich wechselstrommäßig so vorstellen, als wenn sie hier parallel liegt. Aber Frequenz beeinflussen ist hier der Kondensator, der halt damals noch so gezeichnet wurde, und diese beiden Induktivitäten. Ist der Kondensator auf eine Spannung aufgeladen, wo die Schlagweite hier erreicht ist, das heißt also der Überschlag stattfindet, dann schwingt dieser Schwingkreis und erzeugt eine gedämpfte Schwingung. Die wird hier übertragen. Also er hat sich vorgestellt, dass er damit ca. 10.000 Hertz erzeugt. Das heißt also, diese Komponenten sind so ausgelegt, dass die Resonanzfrequenz 10 Kilohertz ist. Und dann wieder ein Übertrager und jetzt ein weiterer Schwingkreis, wieder eine Kugelfunkenstrecke und den Schwingkreis jetzt so ausgelegt, dass ca. 250.000 Hertz oder 500.000 Hertz Resonanzfrequenz sich ergibt. Natürlich auch wieder eine gedämpfte Schwingung und dies dann in einem weiteren Übertrager hier auf die Antenne dann gebracht. Der Fußpunkt hier ist dann ein Erdanschluss. Und die Modulation hat er sich so vorgestellt, wenn er Tastenfunk, also sprich Morsecode übertragen will, jetzt mit Frequenzmodulation, dann das hier ist die dargestellte Taste, dann schaltet er hier eine Induktivität parallel zu dieser Induktivität und damit ändert sich die Resonanzfrequenz dieses Kreises in Abhängigkeit von der betätigten Taste und somit wäre dann Massezeichen übertragbar. Dasselbe hat er sich vorgestellt, dass er das auch dann tasten könnte mit einer Kapazität, die er parallel schaltet. Aber der Clou jetzt für uns ist dieser Schalter hier, wenn er den schließt,
und die beiden hier natürlich offen sind. Dann ist ein Mikrofon angeschlossen, das er sich als Kondensatormikrofon denkt. Und das liegt parallel zu dieser Induktivität, und damit würde er dann in Abhängigkeit, wenn auf das Mikrofon gesprochen wird, die Frequenz dieser gedämpften Schwingungen verändern im Rhythmus der Sprache. In seinem Patentanspruch, in seinem Claim, schreibt er: Modifying the frequency of said energy in accordance with the signal to be sent. Das heißt, er hat tatsächlich die Vorstellung, dass man da die Information mit Frequenzmodulation übertragen kann. Das System hätte sicherlich nicht funktioniert. A, wäre die Kapazitätsänderung so gering gewesen, dass er damit nicht die Resonanzfrequenz beeinflussen kann. Ich meine, in der Stärke, dass tatsächlich ein vernünftiger Hub entsteht, den man dann empfangen kann. Deswegen ist es als theoretisches Patent zu betrachten, aber er hat natürlich den Anspruch, dass er als erster über Frequenzmodulation spricht. Er hat sicherlich das Ganze niemals erprobt und aufgebaut. Ja, für die Übertragung von Sprache und Musik sind natürlich ungedämpfte Schwingungen unerlässlich. Wir haben es hier unten angedeutet. Das geht nur mit dem Lichtbogensender und mit Maschinensendern. Mit dem Löschfunkensender zum Beispiel geht es auch nicht. Zunächst kurz die Erklärung: Lichtbogensender. Die Idee dahinter oder die Erfindung, die Bausen in Dänemark gemacht hat, ist, dass der Lichtbogen einen negativen Widerstand darstellt, mit dem man einen Schwingkreis entdämpfen kann. Und dadurch kann man ungedämpfte Schwingungen erzeugen. Der Maschinensender muss man sich so vorstellen: jetzt ein Wechselstrommotor, der jetzt eine vielpolige Generatormaschine antreibt, die dann die entsprechend hohe Frequenz erzeugt. Das heißt 20, 30 Kilohertz und mehr. Die Modulation, die man für diese beiden Anordnungen sich ausgedacht hat, ist zunächst gewesen ein Kohlemikrofon in der Antennenzuleitung, um die Amplitudenmodulation zu erreichen. Das hat natürlich zur Folge, dass der ganze Antennenstrom, der erheblicher ist, wenn ich Leistung übertragen will, über das Mikrofon fließen muss. Man hat dann viele Mikrofone parallel geschaltet und mit Wasser gekühlt. Und dann gab es eine Erfindung, dass man jetzt in den Antennenkreis quasi einen Transduktor einbaut. Das heißt also ein Übertrager, wo man mit einem geringeren Steuerstrom jetzt die Amplitude im Antennenkreis beeinflussen kann. Damit sind tatsächlich auch Sprach- und Musiksendungen gemacht worden, sowohl mit dem Lichtbogensender als auch mit Maschinensendern. Aber der eigentliche Durchbruch für Sprach- und Musikübertragung war erst möglich mit der Elektronenröhre zur Verstärkung und Schwingungserzeugung und Modulation. Denn alles, was wir bisher gehört haben, hat ja funktioniert ganz ohne Verstärkung. Und die Schlüsselerfindungen dazu war die
Elektronenröhre. Da gab es von Lieben eine Patentanmeldung 1906, der hat die Kathodenstrahlrelais, hat es eher bezeichnet. Aber allerdings ist die gesteuert worden durch ein Magnetfeld, was sehr unpraktisch ist für diese Anwendung, und er hat eine Quecksilberdampf-Restgase in der Röhre gehabt, die hat also nicht sehr lange Lebensdauer gehabt. Der eigentliche Durchbruch war durch De Forest, der erfand die Audionröhre, die hat jetzt nichts zu tun mit der Audio- und Schaltung. Er hat halt diese Röhre so bezeichnet. Das war schon eine Hochvakuumtriode mit 3 Elektroden, also Anode, Kathode und Steuergitter. Er hat es auch 1906 zum Patent angemeldet und er gilt als einer der Väter des Elektronikzeitalters. Wenn wir nun jetzt die Röhre haben, dann müssen wir natürlich auch damit eine ungedämpfte Schwingung erzeugen können. Ist Alexander Meissner zu nennen, der war Mitarbeiter von Telefunken. Der erfindet die Rückkopplungsschaltung, das Rückkopplungsprinzip. Die Schaltung mit Elektronenröhre schwingt selbstständig auf definierter Frequenz. Und das ist ja das, was wir brauchen für eine ungedämpfte Schwingung. Hier ist das Prinzip, die Anordnung aus seiner Patentschrift aufgeführt. Er hat das Patent 1913 angemeldet. Nun müssen wir noch, damals war ja nur erstmal die Amplitudenmodulation im Gespräch. Und da hat Colpitts, De Forest, Heising und Schäfer war Telefunkmitarbeiter, die Modulation entwickelt, also die Aufprägung des Tonsignals auf die Trägerwelle. Hier sehen wir zum Beispiel ein Telefunkenpatent. Es gab dazu Patentanmeldungen 1915, 1916 und 1919. (1920) hat jetzt Alexander Niemann ein Patent eingereicht, das für uns, für die Historie der Frequenzmodulation sehr interessant ist. Denn was wir jetzt gerade gesehen haben, hat sich alles auch bei der Einführung der Röhren auf die Amplitudenmodulation konzentriert. Niemann war Mitarbeiter der amerikanischen Westinghouse Electro und Manufacturing Company, und er reichte 1920 das Patent Combined Wireless Sending and Receiving System ein. Wir sehen es hier unten, den Eingangspart. Und er beschreibt hier System for Wireless Sending and Receiving of Messages in which the transmitted wave is caused to vary in length in accordance with sound vibration. Also er beschreibt Frequenzmodulation und er hat jetzt einen Lichtbogensender nach Borsen mit einem Kondensatormikrofon zur Frequenzmodulation verbunden. Und den Empfänger brachte er auf den neuesten Stand mit Elektronenröhre. Schauen wir uns das Patent näher an. Das ist seine Zeichnung, die er da angegeben hat. Wie gesagt, eingereicht 1920, erteilt ist es 1927 worden. Zunächst die Senderseite. Das hier stellt den Lichtbogensender dar, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Hier brennt dann der Lichtbogen, wird ein Magnetfeld noch dazu benötigt, und das Ganze muss in einem entsprechenden Gasgemisch ablaufen. Entscheidend ist hier der Schwingkreis, der entdämpft wird und damit zu ungedämpften Schwingungen angeregt wird. Und er hat sich jetzt vorgestellt, dass hier
über dieses frequenzbestimmende Kondensator jetzt eine Induktivität mit Kapazität nochmal und hier ein Kondensatormikrofon gelegt wird und damit jetzt die Frequenz im Rhythmus der Schallwellen, die hier reingesprochen werden, beeinflusst wird. Der Empfänger ist schon, das ist ja natürlich 1920, ist jetzt ein Lichtbogensender, wenn man Röhrentechnik hat, schon langsam nicht mehr das Mittel der Wahl für Sprachübertragung. Aber der Empfänger, das ist schon auf der Höhe der Zeit. Wir haben hier die Empfangsantenne und wir haben hier jetzt mit Abstimmung und wir haben hier jetzt einen Schwingkreis auf der Sekundärseite, der hier jetzt auf einer Resonanzfrequenz abgestimmt ist und jetzt über einen Kondensator an das Steuergitter der Röhre angekoppelt ist. Die hatten auch einen Gitterwiderstand, die Röhre. Und hier in der Anode liegt der Telefonhörer des Empfängers. Das Ganze ist jetzt schon ein Flankendemodulator. Ich verstimme den nicht ganz auf die Resonanzfrequenz des Senders, sodass ich durch die Frequenzänderung an dieser Schwingkreisflanke unterschiedliche Spannungen bekomme im Rhythmus der gesendeten Sprache. Und jetzt kann man diese Amplitudenmodulation, die sich dann aus dieser Frequenzmodulation ergibt, durch Gittergleichrichtung hier gleichrichten und es wird auch gleichzeitig verstärkt. Also schon sehr modern, wenn man so will, ist das ja schon ein Flankendemodulator, wie er später dann auch angewendet wurde. Ob das Ganze funktioniert hat, hätte es auch fraglich. Er hat sich ja ausgedacht, sein Kondensatormikrofon, dass es also ein einfaches Kondensatormikrofon mit nur zwei Platten, die sich gegenüberstehen, wo die Kapazitätsänderung zu gering wäre. Also wir sehen hier, das ist quasi der Sprechtrichter seines Mikrofons und er hat jetzt eine Vielzahl von Kondensatoren hier angeordnet, die hier mit der Membran verbunden sind und damit eine größere Frequenzänderung ergeben sollen. Und hier hat er jetzt die Wellenform skizziert seines Systems. Ich habe es hier nochmal aus der Erklärung der Darstellung 4 eingeblendet. Type of wave produced in the use of my invention. Also eindeutig Frequenzmodulation. Und wie gesagt, 1920. Ob es mit seinem Mikrofon funktioniert hätte, ist auch äußerst fraglich, aber immerhin sind hier schon die Grundgedanken der Flankendemodulator und jetzt die Frequenzmodulation beschrieben. Ich muss natürlich an der Stelle sagen, ich habe mir jetzt 2 Patente rausgepickt. Es gibt nicht viele andere Patente, wo jetzt in der Zeit gemacht wurden, aber die meisten haben sich halt nur mit Amplitudenmodulation befasst. Ja, was hat es jetzt mit diesem Patent auf sich? Also dummerweise waren die Lichtbogensender 1920 schon zunehmend im Veralterungsprozess aufgrund der neu verfügbaren, preiswerteren und zuverlässigeren Röhrensender. Wir haben ja das vorhin gehört, was sich da entwickelt hat. Sicher ist,
dass Neumanns Patent besser funktioniert hätte als das von Ehret, weil die Empfangsseite bei Ehret, die habe ich nicht aufgezeigt, die hätte nie und nimmer funktioniert, dass man mit einem Telefonhörer da was hören könnte. Neumann gab als Vorteil der Frequenzmodulation nur an, dass bei leistungsstarken Telefoniesendern die Kohlemikrofone zur Amplitudenmodulation im Antennenkreis sehr hohe Stromstärken verarbeiten mussten. Das habe ich auch schon erklärt. Die Entwicklung dieser Mikrofone war sehr schwierig und diese Betriebsart sehr ineffizient. Das steht hier, habe ich es nochmal rausgezogen aus der Patentschrift. Aufgrund der aufkommenden Röhrensender und der dort angewandten Technik sahen die Westinghouse-Ingenieure keinen Grund, eine Alternative zu Sendern mit Amplitudenmodulation zu entwickeln. Also er hat außer dieser Geschichte und die Art, jetzt das mit Amplitudenmodulation mit Kohlemikrofonen in der Antennenleitung oder über einen Transduktor zu betreiben, im Fußpunkt der Antennenleitung, war nicht mehr State of the Art und da hat natürlich niemand daran gedacht, jetzt auf diese Modulationsart zu setzen. Er hat sonst weiter keinen Vorteil dazu angegeben. Ja, dann kam John Renshaw Carson. Carson war ein amerikanischer Übertragungstechnik-Theoretiker in den Anfängen der Rundfunktechnik. Also er hat von 1886 bis 1940 gelebt. Hier ist ein Bild aus nach seinem Studienabschluss. Unter anderem hat er die Einseitenband-Amplitudenmodulation erfunden, Patentanmeldung 1915. Muss man sich vorstellen, 1915 schon die Amplitudenmodulation so verstanden, dass er gesehen hat, dass die Information nicht im Träger steckt, sondern nur in den beiden Seitenbändern und dass man ein Seitenband genügt, das andere Seitenband kann man unterdrücken, man kann auch den Träger unterdrücken und trotzdem noch zum Empfänger die gesamte Information bringen. 1922 publizierte er eine mathematische Abhandlung zur Frequenzmodulation, in der er die Carson-Formel zur Bandbreite vorstellte. In dieser Abhandlung präsentierte er eine negative Meinung zur Schmalbandfrequenzmodulation, wenn der maximale Hub kleiner als die Audiobandbreite ist. Wie ist das jetzt zu verstehen? Man hat natürlich gedacht, man kann mit der Frequenzmodulation den Wellenbereich noch besser ausnutzen. Wenn man wenn man Sprache überträgt, dann hat man sich ja später auf die Bandbreite geeinigt, 4,5 Kilohertz. Und wenn man keine Trägerunterdrückung macht, hat man dann 9 Kilohertz. Wenn man jetzt FM benutzt, dann könnte man ja vielleicht jetzt viel frequenzeffektiver arbeiten und könnte viele Sender nebeneinander unterbringen bei kleiner Bandbreite. Aber leider Gottes funktioniert das nicht so, wie man sich das vorstellt. Und er hat das jetzt darauf hingehend aus seinen Berechnungen gesagt, dass das jetzt nicht sehr gut geeignet wäre, um die Amplitudenmodulation zu ersetzen. Wie interessant in der Öffentlichkeit auch diese Erfindungen verfolgt wurden, sehen wir hier, ist ein Foto, das Albert Einstein zeigt und unseren John Renshaw Carson hier bei einer Einweihung
einer RCA-Funkstelle, die jetzt den Transatlantik, die also den Atlantik überqueren sollte. Das war 1921. Ja, schauen wir uns vielleicht mal an, wie die Frequenzmodulation überhaupt ausschaut. Wir haben hier ich habe es jetzt hier mal aufgenommen mit einer Trägerfrequenz von 6 MHz. Wir haben hier den Träger. Die Amplitude ist logarithmisch aufgetragen, hier in dB. Das ist wichtig. Das, was man hier sieht, ist ein sehr, sehr kleiner Pegel. Aber man will durch den logarithmische Skala halt jetzt auch die kleinen Amplituden noch gut sehen können. Die Frequenzachse, es ist jetzt so, dass in der horizontalen die Frequenz aufgetragen ist und der vertikalen die Spannung oder die Amplitude. Die ist jetzt hier 20 Kilohertz pro Skalenteil. Also das hier sind 20 Kilohertz. Und wir modulieren jetzt mit einem Audiosignal von 10 Kilohertz, also mit einem Sinus. Und unser Hub beträgt 20 Kilohertz. Das heißt also, der Hub ist zweimal so groß wie die Modulationsfrequenz. Und was wir dann sehen, im Unterschied zur Amplitudenmodulation entsteht ein ganzes Spektrum, obwohl wir nur mit einer Sinusfrequenz modulieren und immer im Abstand von 10 Kilohertz, also im Abstand der Modulationsfrequenz. Das hat nun Carson in seiner Näherungsformel schon berechnet. Das heißt, er hat das ganze Spektrum berechnet und hat daraus dann eine Näherungsformel entwickelt. Wichtig dabei, das hat er ja auch dazu geschrieben, seine Näherungsformel gilt nur, wenn der maximale Hub dividiert durch die maximale Modulationsfrequenz größer 1 ist. Das heißt also für Schmalband FM, für ein super Schmalband FM gilt die Formel dann nicht. Wichtig noch, mit dieser Formel werden alle spektralen Linien bis auf 10% der Trägeramplitude erfasst. Theoretisch ist das Frequenzspektrum unendlich groß, aber wie gesagt, technisch kann man sich dann auf diese Bandbreite beschränken. Wir werden später beim aktuellen UKW FM, wie er jetzt eingesetzt wird, nochmal eine Abänderung dieser Formel sehen für eine noch bessere Übertragungsqualität. Also, unser Carson hat schon, bevor es überhaupt technisch ausgenutzt wurde, auch eine Formel dazu entwickelt, was man für Bandbreiten dazu braucht. Was wir daraus lernen können, ist, die Bandbreite bei FM hängt nicht nur vom Frequenzhub ab, sondern auch von der maximalen Modulationsfrequenz. Denn sonst könnte man sich ja vorstellen, ich will 15 Kilohertz maximal modulieren und mache aber nur 1 Kilohertz Hub. Das funktioniert so nicht. Also ich meine, und habe dann eine 2 Kilohertz Kanalbandbreite. Und nun kommen wir zum Pionier der Frequenzmodulation, dem wir eigentlich zu verdanken haben, dass das umgesetzt wurde. Armstrong war ein US-amerikanischer Elektroingenieur und Erfinder. Er entwickelte und erfand Geräte und Verfahren für die Funktechnik. Also unter anderem den Superheterodynempfänger. Das Patent hat er 1922 angemeldet. Er hat einen Patentstreit mit dem Franzosen Lévy, Lucien Lévy. Ich habe mir beide Patente angesehen, also hier muss das Patentamt
irgendwo nicht ganz verstanden haben. Also so richtig beschreibt er hier nicht den Super-Heterodyn-Empfänger. Das ist viel besser, wie es Armstrong gemacht hat. Und die Frequenzmodulation hat er zuerst praktisch umgesetzt. Da hat er seine Patente um 1933. Also er hat von 1890 bis 1954 gelebt. Hier ist jetzt ein Auszug aus einem seiner FM-Patente. Das Prinzip der Frequenzmodulation schon seit 1922 bekannt, aber aus der Theorie dazu und den erzielten Ergebnissen wurden der Schluss gezogen, dass die FM-Modulation praktisch wertlos wäre. Aber es wurden immer nur Versuche mit Schmalband-FM unternommen. Und dem Trugschluss, man darf jetzt nicht sagen, naja, warum haben sie das so einen Trugschluss gemacht? Also auf den bin ich auch verfallen. Und das ist wahrscheinlich ganz normal, dass man das erstmal annimmt. Man hat gedacht, je kleiner die Bandbreite ist, umso weniger störanfällig wäre dann die Übertragung. Aber das ist im Fall von FM grundfalsch. Das stimmt bei AM sicher, aber bei FM stimmt es eben nicht, sondern das breitere FM-Signal ist unempfindlicher gegen Störungen. Das werde ich jetzt hier aber nicht ausführen, warum das so ist. Das können Sie auch in Wikipedia, den es interessiert, mal ausführlich nachlesen. Wie hat denn sein Patent ausgeschaut, wo wir drüber gesprochen haben? Ich habe hier aus dem Deutschen Patent- und Markenamt mir auch das Patent besorgt. Hier 1933. Und ganz toll, sein Sender, er beschreibt einen Quarz-Oszillator. Hier wird das Modulationssignal eingespeist und der Modulationsverstärker. Das ist der eigentliche Frequenzmodulator. Er macht das jetzt mit einer Phasenmodulation und danach hat er Verstärker und jetzt einen Begrenzer, einen Limiter. Wir erinnern uns, in der Frequenzmodulation, die Amplitude enthält keinerlei Information. Das heißt also, man kann und muss das begrenzen, sodass man also nur eine konstante Amplitude hat. Und wenn man das begrenzt hat, dann gibt es Oberwellen, deswegen hat er hier dann nochmal einen Filter nachgesetzt. Und dann das Entscheidende, er bringt es dann mit einem Frequenzmultiplizierer auf die nominelle Sendefrequenz, die dann auf die Sendeendstufe geht. Der Empfänger, den er vorgeschlagen hat, und das ist auch faszinierend, so schaut heute auch jeder Heterodyn-Empfänger aus, eine HF-Vorstufe, ein Mischer, wo jetzt mit der Oszillatorfrequenz gemischt wird. Er schreibt Rectifier, Gleichrichter, man hat damals mit einem Diodenmischer angewandt, dann den ZF-Verstärker, und danach den Begrenzer dann das ZF-Filter und dann wieder ein Verstärker und dann kommt der eigentliche Demodulator. Das ist ein Flankendemodulator. In dem Fall sind es 2 Serienschwingkreise, und wenn man jetzt veränderbare Frequenz auf einen Schwingkreis gibt, dann ergeben sich veränderliche Amplituden, und zwar genau im
im Verhältnis des Nachrichtensignals. Also es funktioniert das Demulator-Prinzip, die Umwandlung in eine AM und dann Gleichrichtung. Er macht es hier mit einem Balanced Slope Detektor und Differenzdetektor, deswegen die beiden Schwingkreise. Dadurch erreicht man einen größeren Aussteuerbereich und das Ganze wird linearer. Er hat auch schon hier dann ein Anzeigeinstrument für die Abstimmung und hier wäre dann der Kopfhöreranschluss oder das Signal für einen NF-Audioverstärker. Muss ich immer 1933, nicht? Ja, wie konnte er die Vorteile der Frequenzmodulation darstellen? Die Breitbandfrequenzmodulation, bin ich hier kurz drauf eingegangen, zeigte ihre Vorzüge sogar bei schweren Gewittern. Die Übertragung ist frei von atmosphärischen und sonstigen Störungen, zum Beispiel Schalt- und Zündfunken. Und jetzt hier ganz toll gemacht damals, Vergleich AM-FM-Rundfunk bei General Electric 1940 mit dem Armstrong-FM-Sender. Man hat hier einen riesen Funkenüberschlag erzeugt, der jetzt ein sehr starkes Gewitter simuliert und hier unten zwei Empfänger aufgebaut, ein AM-Empfänger und ein FM-Empfänger und das Ergebnis war überzeugend. Hier mal kurz erklärt die Begrenzung, nicht? Diese Störungen, Schall-, Zündfunken und atmosphärischen Störungen würden ja Amplitudenmodulation auf Störspitzen auf das FM-Signal aufsetzen. Wenn ich das jetzt begrenze, wie es hier mit einem Begrenzerschaltung gezeigt ist, dann habe ich wieder die Spitzen beseitigt. Allerdings, wie es hier gezeigt ist, dass dann das, was hier reinfällt, auch beseitigt wird, stimmt natürlich nicht, sondern nur die Spitzen, die ja am störenden sind, die jetzt begrenzt wurden. Und man hat jetzt mit dieser FM-Technik die beste Wiedergabequalität, die bis dahin mit Funksendungen erreicht worden war. Also man konnte, wenn man im Frequenzbereich hochgeht, auch große Audiobandbreiten machen. Das könnte man natürlich auch mit AM machen, aber das hätte zur Folge, dass die großen Bandbreiten auch stärker gestört würden und einen großen Dynamikumfang. Das heißt also, AM-Modulation kann niemals den Dynamikumfang realisieren, den man jetzt mit FM erreichen kann. Ja, kurz, was er jetzt als Pionier alles gemacht hat. 1934 wurde ein noch nicht für Fernsehausstrahlung benutzter Sender von NBC, das ist die Senderkette von RCA, der Radio Corporation of America, auf dem Empire State Building für Versuchssendungen in Betrieb genommen. Die Tests liefen bis Oktober 1935. Aber mit NBC RCA, das funktionierte nicht besonders gut. Die RCA hat sich mehr in Richtung Fernsehen entwickelt und haben das für wichtiger erachtet. Und sie hatten ja schon ein riesen AM-Sendernetz und jetzt wollten sie sich da keine Konkurrenz machen und wollten lieber in die ganz neue Fernsehtechnik investieren, damals schon. Deswegen hat sich Armstrong entschlossen, in Albany, New Jersey, seinen eigenen FM-Versuchssender zu bauen. Das konnte er deswegen machen, weil er mit seinen Patenten so viel Lizenzgebühren eingenommen hat, auch von RCA. Und seine Patente hat er verkauft an RCA, sodass er jetzt für 300.000 US-Dollar diesen Sender bauen konnte.
Und Ende 1939 hat er Sendeerlaubnis der FCC gekriegt für den Bereich 41 bis 44 Megahertz. Wir sehen hier den Sendemast, den er bauen hat lassen. Und hier, das hier ist halt, das ist jetzt 1 zu viel, dieses hier ist die eigentliche Sendeantenne für den Sender da im 41 bis 44 Megahertz Bereich. Die ersten 25 FM-Empfänger ließ er Ende 1937 von General Electric produzieren. General Electric wurde auch der erste Lizenznehmer seiner FM-Patente. Ne? Wir haben ja gehört, mit RCA hat es nicht funktioniert. Die erste Ausstrahlung des Senders in Albain war am 18. Juli 1939. Im Herbst 1939 lagen der FCC über 150 Anträge für FM-Rundfunkstationen vor und 1945 nach dem Krieg entschied die FCC, das ursprünglich genehmigte Frequenzband in den Bereich 88 von 108 MHz zu verschieben. Die Begründung war, dass Sonnenfleckenaktivitäten und atmosphärische Störungen dort zu stark wären. Das ist natürlich witzig zu wissen, dass in dem Bereich dann Fernsehen gemacht wurde. Also das war wieder ein Bemühen von RCA, FM auszubremsen. Und das ist natürlich das Worst Case, was ihm passieren konnte. Durch die Frequenzverlegung wurden mehr als 500.000 FM-Radios und ca. 50 FM-Sendestationen, die bis zu diesem Zeitpunkt im Einsatz waren, unbrauchbar. Ja, die noch junge FM-Industrie warf diese Frequenzverlegung um Jahre zurück. Und 39 bis 45 war ja dann der Zweite Weltkrieg und dann musste natürlich die gesamte Industrie in den USA kriegswichtige Nachrichtengeräte produzieren. Um 1950 waren in den USA dann wieder über 600 FM-Sender aktiv und jetzt im Vergleich. Am 28. Februar 1949, habe ich eingangs schon erwähnt, wurde der erste UKW-FM-Sender in Deutschland in Betrieb genommen, den Bayerischen Rundfunk bei München. Und Anfang 1951 gab es dann in Deutschland ca. 16 UKW-FM-Sender. Wir sehen eine Karte aus dieser Zeit, hier den ersten Sender von Freimann. Die schwarzen Punkte sind die Sender, die in Betrieb waren, die nicht ausgefüllten Kreise sind die geplanten. Also wir sehen auch hier, es wird ja oft behauptet, dass in Deutschland UKW eingeführt hat. Wir sehen auch hier das Verhältnis USA 600 FM-Sender zu den 16 in Deutschland. Eine genaue Beschreibung der UKW-FM-Einführung in Deutschland und Gerätebeschreibung gibt es in unserem Podcast 75 Jahre UKW-FM-Rundfunk. Ja, jetzt den Sprung in die Gegenwart. Hatte ich schon angedeutet, die erweiterte Näherungsformel von Carson. Können wir jetzt benutzen, die Berechnung der Bandbreite beim UKW-FM-Stereorundfunk, der ja heute auch noch gebräuchlich und in Betrieb ist. Die modifizierte Formel schaut dann so aus, dass hier eine 2 dazukommt und dann ergibt sich die Bandbreite, bei der 1% der 99% der Spektrale innerhalb der Bandbreite liegen und nur 1% außerhalb. Wenn wir das jetzt ausrechnen, hier den Stereorundfunk will ich jetzt nicht näher beschreiben, das ist auch in unserem
Podcast über UKW FM in Deutschland. Aber wichtig ist jetzt, dass wir hier das Radio Data System, das benutzt wird für die Datenübertragung beim Rundfunk, die Senderkennung und Verkehrsfunkkennung und so weiter, liegt bei 57 Kilohertz. Deswegen müssen wir hier rechnen, 75 Kilohertz ist der Hub bei UKW so festgelegt, aber jetzt plus 2 mal 60 Kilohertz, also nicht 2 mal 15 Kilohertz, wie man annimmt, wenn man nur das hier hätte, ergibt sich dann 390 Kilohertz. Also direkt benachbarte UKW-Sender müssten daher um mindestens 400 Kilohertz versetzt senden, um sich nicht gegenseitig zu stören. Sind die natürlich, UKW hat ja nicht diese Reichweiten wie Mittelwelle, sind sie natürlich regional versetzt, dann muss man natürlich nicht 400 Kilohertz einhalten. Ja, jetzt ein Beispiel, wie heute Modulation funktioniert. Als Beispiel habe ich jetzt die kleinen UKW-Sender, die genehmigt sind mit Frequenzmodulation für drahtlose Audio- und Multimedia-Streaming-Geräte. Wenn man also jetzt zum Beispiel auf sein Autoradio seine Audiosendungen, seine Audioaufnahmen vom Smartphone übertragen will, dann gibt es dann kleine Zusatzgeräte. Ich will jetzt nicht hier auf das ganze System eingehen, sondern hier nur auf die Frequenzmodulation. Wir haben hier den frequenzbestimmenden Schwingkreis, der hier jetzt an das IC angeschlossen ist. Und die Abstimmung erfolgt jetzt quarzgenau mit einem Phase-Locked Loop Schleife, ein BRL-System. Das wollen wir hier jetzt auch nicht näher erläutern, aber das Entscheidende ist, wie jetzt die Frequenz moduliert wird. Also zunächst einmal wird es gemacht mit einer Kapazitätsvariationsdiode. Das heißt, das ist eine Diode, die verändert unter der angelegten Spannung ihre Kapazität. Und wenn man die Kapazität eines Schwingkreises ändert, dann verändert man auch die Frequenz, die Resonanzfrequenz. Und jetzt wird es einmal statisch hier gemacht für die BEL, für die Frequenzeinstellung des Senders. Und hier sehen wir einen Kondensator, wird wechselstrommäßig eingespeist. Das ist die Modulationsfrequenz. Hier zum Beispiel jetzt mit dem Mikrofon angedeutet oder halt auch jetzt, wenn ein Smartphone angeschlossen ist, das Audiosignal vom Smartphone. Die BEL hier hat Tiefpasscharakteristik, also die NF-Schwingungen hier verändern, bringen jetzt die BEL nicht zum Nachregeln. Also wir sehen, heutzutage ist Frequenzmodulation sehr einfach mit nur einem Bauteil durchzuführen. Wir haben gesehen, den Aufwand was jetzt Armstrong betreiben musste, um Frequenzmodulation zu machen. Ein weiteres Beispiel, das noch neuer ist, das ist die Abstandsmessung beim Radar, beim FMCW, das heißt Frequency Modulated Continuous Wave. Da ist es so, dass man jetzt Fahrzeugradarmessungen, Abstandsmessungen beim assistierten und autonomen Fahren mit so einem Signal macht. Das schaut dann hier so, wie es gezeigt ist. Das ist also Frequenzmodulation. Als ein Chirp wird eine Signalverarbeitung, ein Signal bezeichnet, dessen Frequenz sich zeitlich ändert. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, dass jetzt viele Chirps hintereinander ausgesendet werden.
Bei dieser Methode werden periodische frequenzmodulierte Signale für eine bestimmte Zeit an ein Objekt ausgesendet, also unser Chirp. Die Interferenz aus den gesendeten und reflektierten Funkwellen entsteht ein Schwebungssignal, aus dem Entfernung und Geschwindigkeit des Objekts ermittelt werden können. Also wir sehen, Frequenzmodulation ist mitnichten eine Sache von gestern, sondern sie wird immer wieder gebraucht. Ja, dann bleibt mir, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und wie immer würden wir uns über einen Like sehr freuen und noch mehr würde uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Vielen Dank, auf Wiederhören.